Ja, hallo Leute, du kennst das sicher. Du Trottel, du Idiot, du Arschloch. Schleich die, geh weiter, ich will dich nicht mehr sehen. Du hast mich betrogen und belogen, du hast mich bestohlen. Du bist dumm, du bist wertlos, du machst nur Blödsinn. Ich liebe dich nicht. Ich liebe dich nicht mehr, ich hasse dich. Geh in dein Zimmer, du warst schlimm, du bekommst jetzt diese Strafe. Du musst das tun, du musst jenes tun. So ist es unsere Tradition, du musst das tun, du musst jenes tun. So ist es unsere Religion, du musst das tun, du musst jenes tun. Das ist unsere Kultur, du musst dich so und so verhalten. Wenn du das nicht machst, dann wirst du bestraft. Du kennst das sicher. Menschen wollen dich kontrollieren, wollen dein Verhalten mit Strafen, mit Strafandrohungen in die Richtung lenken, wo sie sich wohlfühlen dabei. Lass diese Menschen, die glauben, sie müssen andere Menschen kontrollieren. Geh ihnen nicht in die Falle, indem du gegen sie glaubst, dass du gegen sie vorgehen musst. Let it be. Was du kontrollieren kannst, ist, wie du selbst darauf reagierst, wie du dich selbst verhältst. Jesus sagte schon, halte die andere Backe hin. Aber dahinter muss die richtige Überzeugung stecken. Die Überzeugung, hey, du greifst dich selber an. Du greifst das Bild, das du dir machst von mir an. Du willst deine Umwelt kontrollieren, aber das funktioniert gar nicht. Die Umwelt kontrollieren funktioniert nicht. Stell dir einmal vor, es gibt 7 Milliarden Menschen und du willst die alle kontrollieren, dass sie sich so verhalten, dass du dich wohlfühlst. Es funktioniert nicht. Darum fokussiere dich auf dich selbst, baue Stoßdämpfer in dein Gemüt. Wenn dich jemand angreift, erkenne, dass er sich selbst angreift. Du musst dich niemals persönlich angegriffen fühlen. Was du kontrollieren kannst, ist, wie du auf die Angriffe reagierst. Hast du das einmal mehr und mehr in den Griff bekommen, wie du darauf reagierst, dann hast du dein Leben in den Griff bekommen. Dann kannst du dein Leben kontrollieren. Du musst das Verhalten anderer Menschen nicht kontrollieren. Lerne dein eigenes Verhalten kontrollieren und wie du darauf reagierst. Dann bist du in deiner Macht. Mache nicht den Fehler, den so viele machen, zu glauben, sie müssen ihre Mitmenschen kontrollieren. Das funktioniert nicht. Du fühlst dich dabei ohnmächtiger und ohnmächtiger und umso ohnmächtiger du dich fühlst, umso mehr glaubst du, dass du Zwang und Gewalt anwenden musst. Da musst du gar nicht, du musst deine Mitmenschen nicht kontrollieren, du kannst es nicht. Aber du kannst kontrollieren, wie du selbst darauf reagierst, wie du dich selbst verhältst. Gerne helfe ich dir als Lower Coach dabei, dich mehr und mehr selbst zu kontrollieren und frei zu werden von den Verhalten deiner Mitmenschen. Lass sie los. Lass sie von deiner emotionalen Schaufel. Sie können reden, tun und lassen, was sie wollen.
Sie sind frei, so wie du frei bist. Melde dich, ich coache dich gerne ein paar Wochen, damit du frei wirst und dich selbst lernst zu kontrollieren. Ciao.